Hi, welcome back to Hallo, our willkommen retreat zurück together. zu unserem I Retreat. like to call it sending the virus Ich in the nenne middle es of the sun. den Virus in die Mitte der Sonne schicken. A beautiful thing to do. Das zu So tun wäre eine now wunderbare we're going Sache. on with the quotations. Nun geht es weiter mit einem Zitat, Champel Tsagilei, das heißt, Pabonka Rinpoche zitiert jetzt ein berühmtes Tantra, This is the Tantra of das Manjushri. Tantra von What Manjushri. we call a root tantra. Das ist, was wir ein Wurzeltantra nennen. Das heißt, es ist das originale Tantra, von dem die Praxis von Manjushri stammt. Dann bekommst du normalerweise viele sekundäre Tantras von Buddha und dann einen Stapel Kommentare aus dem Kengyo dazu. Dann bekommst du einen noch größeren Stapel Kommentare von tibetischen Weisen. Das ist normalerweise der Prozess. Wir gehen also direkt zurück zum Originaltext, zum Anfang des Tantra. Es sagt, hier stimmt etwas nicht mit dem Versmaß. Kleiner Fehler. Menschen, die vielleicht sehr ernsthafte spirituell Praktizierende sind, in dem Sinne, dass sie viel Zeit in Retreats verbringen oder die großen Bücher lernen, Tibetisch lernen, versuchen all diese Dinge zu meistern. Aber wenn sie nicht nett zu anderen Menschen sind, wenn sie andere Menschen nicht herzlich behandeln, der Buddha hat nie gesagt, dass sie Tantra praktizieren können. Der Buddha gab solchen Leuten niemals die Erlaubnis, den Diamantweg zu praktizieren. In die Stadt Nirvana zu gehen. Sie gehen nicht zum richtigen Reiseziel. Sie sind nicht mal in der richtigen Richtung unterwegs. So wie wenn du aus Sedona in die Großstadt Rimkok fährst und den entgegengesetzten Weg nach Westen nimmst, dann bist du in der Gegenrichtung nach Rimrock unterwegs und du musst die ganze Welt umrunden, um nach Rimrock zu gelangen. Mit den geheimen Lehren ist das genauso. Wenn du andere Menschen nicht liebevoll behandelst, dann wirst du nicht nur nicht Rimrock erreichen, du wirst auch noch in genau die falsche Richtung gehen. Das bedeutet, er nennt diese Leute, die versuchen Tantra zu praktizieren und andere Menschen nicht nett behandeln, er nennt sie ungezogene Kinder. Also hier sagt Manjushri im ursprünglichen Manjushri-Tantra, diese ungezogenen Kinder, die sagen, dass sie Tantra praktizieren werden, wie können sie das, wenn sie andere Menschen nicht nett behandeln? Völlig unmöglich. Wenn Menschen nicht zu anderen nett sind, werden sie nicht mal zu einer höheren Wiedergeburt zurückkehren. Sie werden als Insekt oder so etwas geboren, wenn sie Tantra praktizieren. Sie kommen nicht mal zu einer menschlichen Wiedergeburt zurück, geschweige denn zur höchsten Art von Glück. Wie können dann diese Leute, die nicht nett zu anderen Menschen sind, sie versuchen Tantra zu praktizieren, sie sagen, sie praktizieren Tantra und dann verletzen sie andere Menschen, sie werden nicht mal als Mensch zurückkommen, sie kommen als Grashüpfer oder so etwas zurück. Er sagt, was ist das für ein Tantra, das du praktizierst und du ein Grashüpfer wirst? Das ist wahrscheinlich nicht die höchste Lehre, die dich zu einem Buddha innerhalb eines Lebens machen kann. Also gut, ich habe wie immer das Zitat gesucht. Der vollständige Sanskrit-Name dieses Manjushri Tantras ist Arya Manjushri Mula Tantra. Es hat das gleiche Zitat. Übrigens hatten wir recht mit der korrekten Aussprache. Also hat das Tibetische hier einen Fehler im Lamrim.
Dann hat er noch einen weiteren Vers, von dem ich dachte, ihr werdet ihn mögen. Das ist also der Vorteil aller, die ihr so hart arbeitet, vor allem Gold Club, Jade Group, um John Bradys Projekt zu unterstützen. Tolle Arbeit. Und wegen dieses Projekts kann ich einfach in das ursprüngliche Tantra gehen und euch noch ein Dessert auf das Zitat obendrauf geben. Wenn du die Spitze eines Baumes abschneidest, was wir hier in einem Bild zeigen, und ich brauchte eine ganze Weile, um dieses Bild zu finden. Ich hatte es sehr klar, die Worte sind sehr klar. Und so würde es aussehen, einen Baum in zwei Hälften zu schneiden. Wenn du die Spitze eines Baumes abschneidest, sagen wir eines Apfelbaums oder so, er nimmt das Beispiel einer Palme. Wenn du die Spitze abschneidest, wie sollen dann jemals Zweige wachsen? Wo sollen die Zweige herauskommen? Wo würden die zarten Triebe deiner Erleuchtung herauskommen, wenn du die Spitze in der Hälfte des Baumes abgehackt hast? Das ist nun ein interessantes Beispiel dafür, andere Menschen nett zu behandeln. Er hätte das Übliche machen können und sagen, oh, das ist die Grundlage aller geheimer Praxis. Oder das ist die Wurzel aller geheimer Praxis. Aber aus irgendeinem Grund, was ich denke, dass ihr in euren Diskussionsgruppen diskutieren könnt, dreht er das Bild um. Er sagt nicht, du hast die Wurzel zerstört. Er sagt, du hast die ganze obere Hälfte des Obstbaumes zerstört. Wie kannst du also davon irgendwelche Früchte erwarten? Wie kannst du gar erwarten, dass irgendwelche kleinen Zweige anfangen zu wachsen? Du hast eine Chance auf Äpfel zerstört, wenn du die oberen 50% des Baumes abschneidest. Dann gibt es einige Leute, die versuchen, ohne die 3 Hauptpfade zu praktizieren. Diejenigen von euch, die die ACI-Kurse gemacht haben, das ganze Thema des ersten ACI-Kurses sind die 3 Hauptpfade. Du kannst sie Entsagung, Bodhicitta und korrekte Sicht nennen. Ich glaube, das ist kein sehr eingängiges Deutsch. Ich denke, das Erste ist, dass ich diese Art zu leben satt habe. Ich habe diese Art satt. Ich habe es satt, Menschen sterben zu sehen. Ich habe es satt zu sehen, wie die Dinge auseinanderfallen. Es ist einfach zu viel. Ich bin es leid. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich wünsche, dass auch sonst niemand diese Dinge durchmachen muss. Ich wünsche, dass wir alle erleuchtet werden könnten. Ich wünsche, ich könnte etwas tun, um jedem Lebewesen in diesem Universum zu helfen. Das ist übrigens die Art von Haltung, die wir in den Meditationen verwenden werden, um zu versuchen, den Virus in die Mitte der Sonne zu schicken. Wir werden es völlig auf die Spitze treiben. Wir werden für all die Menschen im Universum beten. Dann wird so etwas Kleines wie ein Virus definitiv davon getötet werden durch Gebete, die so groß wie das Universum sind, und ich meine das wörtlich. Und dann bedeutet es, sieh einfach, dass in der Küche, dass der Ehemann, über den du verärgert warst, niemals da war. Ich glaube, das sind 3 eingängigere Wege für Entsagung, Bodhicitta und korrekte Sicht. Oder du könntest auch sagen, ich habe all das satt und ich habe es satt, meine Freunde leiden zu sehen. Und all das basiert auf einer verrückten Art, an jemanden zu glauben, der nicht mal da ist. Ich würde das gerne in Ordnung bringen. Jetzt sagt er Mepa, hier in der 2. Zeile. Was bedeutet, einige Leute haben noch nie etwas von diesen 3 Geisteshaltungen gehört, von diesen 3 Hauptpfaden des Buddhismus. Sie kamen nie dorthin. Sie versuchen diese Art Meditation. Es ist eine falsche Meditation, in der du deinen Geist beobachtest und du ihn nicht auf Anzeichen hin beobachtest, dass der Ehemann aus sich selbst herauskommt. Du achtest nicht auf Anzeichen dafür, du beobachtest nur, wie dein Geist denkt, und das heißt Semmo Kyangpa.
Es ist eine Meditation, die eine falsche Meditation ist, wo du sitzt und deinen Geist beim Denken beobachtest. Und wie lange du daran festhältst, Mitse Kelwa bedeutet, die Leute verschwenden ihr ganzes Leben, die Leute verbringen Jahre damit, auf eine Wand zu starren oder mit dem Versuch zu denken, ihr Geist sei leer oder etwas in der Art. Er sagt, Zömpa dönme die Song, ein völlig nutzloses Bemühen. Zömpa bedeutet Mühen, Dönme bedeutet bedeutungslos. Das hat keinen Sinn. Das ist wie in der Badewanne einen Thunfisch zu angeln. Es wird nie passieren. Es ist nicht möglich. Es ist einfach absonderlich. Unser Lama fährt fort, er geht weiter, wahrscheinlich zum Löwentanz. Er sagt, schau, die ersten 8 Ebenen des Löwentanz, wenn du nur diese machst, dann ist alles, was du tun kannst, eine bestimmte Art Karma zu sammeln. Es wird sich nicht verschiebendes Karma genannt. Wie nennst du das? Es kann nicht umgeleitet werden. Nicht umgeleitetes Karma. Was bedeutet, wenn du dieses Karma sammelst, wirst du normalerweise in das Formreich oder das formlose Reich geboren. Du verbringst dort eine lange Zeit, du verbrauchst deine Zeit und dann gehst du in die Höllenreiche. Er sagt also, schau, das vergeudet dein ganzes Leben und viele Leben danach, vergeudet viele Äonen danach. Kyashe bedeutet, Chekzel bedeutet, dann fasst unser Lama alles zusammen. Er fuhr fort mit einer Zusammenfassung, er fasst zusammen und er beendet einen weiteren Tag in den originalen Lehrreden, was eine große Sache ist. Die Originallehren gehen insgesamt über 24 Tage. Pabongka Rinpoche setzte das 24 Tage fort. Wir werden etwas Ähnliches mit diesem Lamrim machen. Ich meine diesen Monat. Insgesamt gab es 24 Tage lang Unterweisungen. Wir haben diese Lamrim-Serie vor ungefähr 10 Jahren begonnen, indem wir die letzten beiden Tage durchgingen, Tag 23 und 24. Weil diese davon handeln, wie man meditiert und wie man Leerheit sieht. Wir dachten daher, es wäre cool, mit den beiden zu beginnen und dann das Lamrim von Anfang an durchzugehen. Ich habe gerade unterbrochen, um dir einen Fortschrittsbericht zu geben. Jetzt stehen wir am Anfang des 16. Tages, aber tatsächlich haben wir 2 zusätzliche Tage abgeschlossen. Jetzt beginnt der 19. Tag, also in 19, 20, 21, 22. Es verbleiben noch 6 Tage und wir haben 18 Tage abgeschlossen. Wir sind also zu 70 bis 75% durch. Das ist ziemlich cool. Ich denke, man könnte sagen, wir werden noch so 2 oder 3 weitere Jahre brauchen. Ich habe euch einen Nachtisch versprochen. Wir werden zum großen Lamrim von Tsongkhapa gehen und seinen Abschnitt über Shamatha und Vipassana lesen, wie man in tiefe Meditation über Leerheit geht. Gut. Im tibetischen Ninche-Dupa am 16. Tag. Du hast Glück, dass sich dieser Brauch nicht im Westen ausgebreitet hat. Das heißt, Zipchak bedeutet so etwas, wie wenn 3 Monate vor dem Lamrim-Teachings der Lehrer sagt, jeder muss die Gliederung des Lamrims auswendig lernen. Du kommst nicht eher in den Raum, bis du die Gliederung des Lamrims auswendig kannst. Mein Lehrer hat das immer bei den tantrischen Gelübden und den Bodhisattva-Gelübden getan. Er ließ uns nur in den Raum, wenn wir sie aufsagen konnten. Ich erinnere mich noch an sie, also war es wohl nützlich. Es ist üblich, die Schüler die Gliederung auswendig lernen zu lassen und der Lehrer muss es auch auswendig lernen. Der Lehrer schließt dann seine Augen und singt es auswendig vor und dann der Schüler. Die ganze Zuhörerschaft singt zurück. Das ist ein sehr schöner Brauch. Das ist ein wunderbarer Brauch. Am 16. Tag macht unser Lama, Pabongka Rinpoche, die Gliederung.
Chaksheta, er hielt sich an das alte System, er hielt sich an den alten Brauch, die Lehrrede auf die alte Art zu beginnen. Das ist die gute Art. Dann sagt er, er zitierte die 3 Hauptpfade gemäß Jetson Kappa. Er zitierte einen speziellen Abschnitt, der besagt, okay, vielleicht hast du am Ende einen Punkt in deinem Leben erreicht, an dem du Angst vor dem Leben hast oder dich über das Leben sorgst oder du bist des Lebens müde. Du wünschtest, es wäre besser. Ich glaube, der Virus hilft uns allen, dorthin zu gelangen. Vielleicht hast du nun den ersten Hauptpfad. Nun dann musst du diesen in Bodhicitta einhüllen. Du musst ihn in den Wunsch einhüllen, dass du anderen Menschen helfen kannst, ihre eigene Freiheit zu erlangen. Hier zitiert er, um die Klasse zu beginnen, um den Tag zu beginnen. Der Lama, nachdem er Dzogchen gemacht hat, zitiert er ein berühmtes Schriftstück, das die Unterweisung des Tages betrifft. Er wiederholte für uns, wie wir diesen ersten Hauptpfad zu begreifen haben. Ich habe all diese Probleme im Leben satt und du musst es in Bodhicitta einhüllen. Er ermutigt uns, unser Herz zu untersuchen, entscheide, warum wir hier sind, warum studieren wir Lam-Rim. Und das ist, um anderen Menschen zu helfen. Wenn du anderen Menschen hilfst, hilfst du dir auch selbst. Wende dich anderen Menschen während der Zeit des Virus zu. Sorge dich nicht darum, dir selbst zu helfen. Hilf anderen Menschen, dann wird nebenbei auch dir geholfen. Wenn du den Virus in die Sonne schickst, wenn du die Gebete für alle Lebewesen im Universum machst, wird das den Virus mit abdecken. Keine Sorge. Ich habe hier ein Bild mit einer Handvoll Welpen in einer Gruppe, weil ich mich deutlich erinnere, dass ich meinem Lehrer diese Frage gestellt habe. Wir waren in der Küche, in dieser berühmten Küche, in diesem mongolischen Tempel, und ich habe gerade Lam Tsotso studiert. Tatsächlich ist das das erste Buch, das ich je übersetzt habe. Es ist eine Version von Maitreya's Überblick über die 3 Sets von je 5 Pfaden, 15 Pfade. Ich befragte meinen Lehrer darüber, dass das Zeichen, dass man den ersten Pfad erreicht hat, Entsagen ist. Man hat dieses Leben satt, aber wenn du zum Bodhisattva-Pfad kommst, die 5 Pfade für einen Bodhisattva, Mahayana-Niveau, dann ist der erste Pfad anders. Der Pfad ist, daran zu arbeiten, allen Lebewesen zu helfen. Also sagte ich, das verwirrt mich ein bisschen. Mit den Worten von DCI bringt dich eine Tragödie in deinem Leben an den Start. Dann sagte ich, Rinpoche, warum wird diese Tragödie, das Erreichen von Bodhicitta in den höheren Lehren, dem Mahayana-Pfad genannt? Und er sagte, denk drüber nach. Es ist immer noch eine Tragödie. Es ist eine universelle Tragödie, die jedes einzelne Wesen in diesem Universum einbezieht. Das ist eine große Tragödie. Ich möchte es Rinpoches Antwort nennen. Oder man könnte es ein Welpe in einer Gruppe sagen. Ich möchte diese Idee irgendwie. Dich kümmert nicht ein Welpe, dich kümmert der ganze Korb voll Welpen, das ganze Universum. Sabche, du weißt das, wenn du an diesen Klassen teilgenommen hast. Unser Lama gab nochmal einen Überblick, um uns zu zeigen, wo wir verblieben waren. Wir werden das in Kürze tun. Er ging wieder die Stufen auf dem Pfad zum persönlichen Nirvana durch. Er ging sie kurz durch, hauptsächlich die 3 Trainings und das Rad des Lebens.
Dann ist der Lama aufgewärmt. Die Zuhörer sind aufgewärmt. Ich glaube, die Lamas machen diese Einführung, weil wenn du ein paar tausend Yak-Hirten in einen Raum bekommen musst, sind die wahrscheinlich immer irgendwie zu spät. Es gibt im ganzen Land keine Uhren. Daher besprechen die Lamas für eine Weile noch ein paar andere Themen. Also was treibt mich an, die gleichen Dinge wieder und wieder zu tun? Warum kreise ich in meinem Leben ständig in diesen riesigen Zyklen? Ich treffe jemanden, wir haben eine Beziehung, sie wird alt, wir gehen auseinander, ich bin eine Weile traurig, dann treffe ich eine neue Person und dann, warum gehe ich durch diese großen Zyklen? Karma zwingt dich in diese riesigen Kreise. Meine negativen Emotionen sind der Auslöser dafür. Was all diese negativen Emotionen auslöst, ist, dass ich glaube, der Ehemann kommt aus sich selbst heraus. Das löst es aus. Das ist es und nichts anderes. Du kannst auf keinen anderen Grund für unseren Schmerz deuten, als den zu denken, dass die Dinge aus sich selbst herauskommen. Wenn du die Wurzel des Unglücks, das du in diesem Leben erfährst, ausreißen willst, dann musst du die Idee, dass Dinge so kommen, dass die Dinge von ihrer Seite kommen, ausreißen. Ja? Wenn du wirklich diese Idee ausreißen willst, diese tiefsitzenden Glauben, dass die Welt so daherkommt, dann brauchst du zwei Dinge. Nummer 1, du musst lernen zu meditieren. Du musst jeden Tag meditieren. Um zu meditieren brauchst du, was? Für $10. Wie bitte? Sag es nochmal. Ethik. Beides eigentlich, ja. Aber hier verbindet er es. Er verbindet es. Ja, denn er arbeitet sich rückwärts in einer Kausalitätskette, richtig? Jetzt ist er da angelangt. Wenn du Weisheit willst, brauchst du Meditation. Wenn du Meditation willst, musst du andere Menschen nicht behandeln. Sonst, wenn du den Geist anderer Leute beunruhigst, wie willst du dich denn jemals hinsetzen und einen ruhigen Geist haben? Das ist kein Karma. Daher ist die Grundlage von allem, behandle andere Menschen gut. Manchmal hat das Wort Chi, das Grundlage bedeutet, ein Ma dazu. Denn das Ma, auch wenn es negativ bedeuten kann, bedeutet es auch Mama. Manchmal kleben sie das an das Wort für Grundlage, um auszudrücken, dass es wie die Mutter ist, die Muttergrundlage oder so etwas. Manche Leute übersetzen das mit negativ und geraten dann in Schwierigkeiten. Es ist nicht Ma-Yin, es ist Shi-Ma-Yin. Also okay. In Ordnung. Und dann schließlich beendet Pabongka Rinpoche diesen Abschnitt meisterlich mit einem unglaublichen Bild. Okay, ich zeige euch hier jetzt ein Bild von zwei Leuten, die sich gerade kennenlernen. Du weißt schon, jemand hat jemand anderem im Büro vorgestellt und der Typ sagt, triff dich mal mit meinem Freund so und so, er hat einen Geschäftsvorschlag für dich und der andere Typ so, klar, sag mir, worum es geht. Es gibt einen Song mit dem Titel Dich kennenlernen und es ist wie, ich kannte dich nicht besonders gut und dann habe ich versucht, dich kennenzulernen und jetzt habe ich dich kennengelernt und jetzt liebe ich dich, ich mag dich jetzt irgendwie. Es heißt, dich kennenlernen. Wenn du versuchst, das Gegenmittel auf deine negativen Emotionen anzuwenden, dieses Distem bedeutet ein Gegenmittel anwenden. Er sagt, er ist sehr lustig. Pabongka Rinpoche sagt, ich lehre euch einen Trick, okay? Ich sehe, wie er sich vorbeugt und vergiss nicht, er spricht vor Tausenden von Leuten ohne Mikrofon, etwa 8 Stunden lang. Einfach unglaublich.
Ich kann ihn förmlich sehen, wie er sich vorn überbeugt und Sotto Voice. Er sagt, ich verrate euch ein Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Er sagt, ich lehre euch, wie man schlechte Gewohnheiten los wird. Schlechte geistige Gewohnheiten. Okay, lehre mich. Sagt er, okay. Sagen wir mal, du hast ein Problem mit Wut auf jemanden. Es regt dich jemand auf. Du bist nicht wütend, du wirfst nicht jeden Tag mit Dingen um dich. Ich hatte kürzlich einen Anruf von einem Paar, das mir erzählte, dass sie im Wurfstadium sind. Wir fangen an, Dinge aufeinander zu werfen. Ich sagte, okay, wir müssen dieses zweite Ehemann-Ding besprechen. Okay? Also wenn du alleine sitzt und du bist ruhig und irgendwie dezent glücklich, wenn du mit deinem Partner im Wurfstadium bist, Dinge aufeinander schmeißen. Sie haben keine Dinge aufeinander geworfen, sie haben Mülleimer auf den Boden geworfen und so. Wie auch immer. Schließ deine Augen und versuche, die Situation nochmal zu erschaffen. Schließe deine Augen, diese Person kommt in deinen Raum und er oder sie fängt an, etwas zu sagen, was dir richtig weh tut. Es tut dir von Herzen weh und du versuchst, die Situation nochmal zu erschaffen, während du gelassen auf deiner Couch sitzt. Schließe deine Augen und stell dir deinen Ehemann vor, wie er reinkommt und anfängt, dich wegen etwas zu beschuldigen. Tu es einfach. Kyabchuk bedeutet, schau, ob du in diese Emotion reinkommst, künstlich. Schau, ob du dich aufregen kannst, wenn du nur an deinen Ehemann denkst. Das ist irgendwie komisch. Das ist ein erstaunlicher Trick. Dann regst du dich auf, du fühlst dich aufgeregt. Dann öffne ganz schnell deine Augen und versuche einzufangen, wie sich das anfühlt, verärgert zu sein. Versuche das Gefühl einzufangen. Nosin bedeutet lernen zu erkennen, wie es sich anfühlt, wenn man anfängt, ärgerlich zu werden. Sich darin zu üben, sich aufzuregen, indem du über die schlechten Dinge nachdenkst, die dein Ehemann in der Vergangenheit zu dir gesagt hat. Es ist eine ganz erstaunliche Methode. Wir hätten das in die Meditation einbauen sollen, Tim. Vielleicht könnt ihr es in den Gruppen machen. Gewöhne dich daran zu erkennen, wie es sich anfühlt, verärgert zu werden. In deinem eigenen Herzen. Durch Verärgerungsmeditationen. Das ist so cool. Dann übe die Anwendung des Gegenmittels. Oh, er kommt nicht von seiner Seite, er kommt von mir. Wenn er diese Dinge über mich sagt, kommt das von mir. Ich muss mich daran erinnern. Dann macht er einen lustigen, er ist so lustig, er sagt, schau, das wird dir den ganzen Tag durcheinander bringen. Es wird den ganzen Tag durcheinander bringen. Das ist das Mama, wie sagt man, Mama Hatha, der tödliche Punkt. Aber da ist ein Ne. Ne bedeutet hier, ja, es wird deinen ganzen Tag aus dem Gleichgewicht bringen, diese Meditation zu machen, wo du dich darin übst, dich aufzuregen über deinen Ehemann, aber der entscheidende Punkt dieser Mini-Meditation ist, zu lernen, wie es sich anfühlt, verärgert zu sein. Also wenn du anfängst, dich zu ärgern, kannst du nicht dich selbst aufhalten. Das ist, wie unser Lehrer die morgendlichen Kommentare abgeschlossen hat. Und so schließen wir diese Folge ab. Danke euch, dass ihr im Lamarim dabei seid. Vergiss nicht, diese Verärgerungsmeditation zu üben. Wenn du Glück hast, wird dein Ehemann in den Raum kommen und dir helfen. Und es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Übrigens, wir suchen nicht herauszufinden, wie es sich anfühlt, verärgert zu sein. Das wissen wir alle, okay? Wir versuchen zu lernen, zu erkennen, wie es sich anfühlt, wenn man anfängt, sich aufzuregen. Denn da kannst du es aufhalten. Sobald du aufgeregt bist, ist das fast unmöglich zu stoppen.
Wenn wir lernen könnten, die ersten Minuten der Aufregung zu erkennen, dann könnten wir etwas dagegen tun. Wir können Weisheit anwenden. Alles klar, cool. Wir sehen uns wieder in Folge 9.